Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Sarah Schmidt, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Sie wollen gemeinsam mit der Klasse auf den Deutschtest vorbereiten. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Mit wem lernen? Wo und wann lernen? Was lernen? Wie viele Stunden lernen? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sandra, wie geht's dir? Hallo Paul, gut danke, und dir? Mir geht's nicht sehr gut. Was? Warum denn? Was ist passiert? Was? Warum denn? Was ist passiert? Nächsten Dienstag findet doch der Deutschtest statt. Nächsten Dienstag findet doch der Deutschtest statt. Ich kann das nicht so gut und weiß nicht, wie ich das richtig lernen soll. Ich kann das nicht so gut und weiß nicht, wie ich das richtig lernen soll. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich durch den Test falle, und das bereitet mir wirklich Kopfschmerzen. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass ich durch den Test falle, und das bereitet mir wirklich Kopfschmerzen. Das kann ich verstehen. Aber weißt du was, ich habe eine gute Idee. Das kann ich verstehen. Aber weißt du was, ich habe eine gute Idee. Echt? Da bin ich aber gespannt. Echt? Da bin ich aber gespannt. Ja, wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam mit der Klasse auf diesen Test vorbereiten? Ja, wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam mit der Klasse auf diesen Test vorbereiten? In unserer Klasse sind einige Schüler, die wirklich gut in Deutsch sind. In unserer Klasse sind einige Schüler, die wirklich gut in Deutsch sind. So können wir uns gegenseitig helfen. So können wir uns gegenseitig helfen. Das ist eine tolle Idee. Dann könnten ja auch andere Mitschüler dabei sein, oder? Das ist eine tolle Idee. Dann könnten ja auch andere Mitschüler dabei sein, oder? Ja klar, jeder, der das Gefühl hat, dass er den Test nicht bestehen könnte, kann daran teilnehmen. Ja klar, jeder, der das Gefühl hat, dass er den Test nicht bestehen könnte, kann daran teilnehmen. Wir müssen nur überlegen, wo wir uns am besten treffen können. Wir müssen nur überlegen, wo wir uns am besten treffen können. Es könnte sein, dass wir viele Schüler sind, da brauchen wir Platz. Es könnte sein, dass wir viele Schüler sind, da brauchen wir Platz. Wir können uns bei mir zu Hause treffen. Wir können uns bei mir zu Hause treffen. Meine Eltern fahren für ein paar Tage die Großeltern besuchen. Meine Eltern fahren für ein paar Tage die Großeltern besuchen. Und unsere Wohnung hat viel Platz. Wie findest du das? Und unsere Wohnung hat viel Platz. Wie findest du das? Das ist zwar total nett, dass du deine Wohnung dafür anbietest. Das ist zwar total nett, dass du deine Wohnung dafür anbietest. Aber sie ist leider ganz schön weit weg. Aber sie ist leider ganz schön weit weg.
Viele von unseren Mitschülern wohnen genau auf der anderen Seite der Stadt. Viele von unseren Mitschülern wohnen genau auf der anderen Seite der Stadt. Sie müssten viel zu lange fahren, um zu dir zu kommen. Das kostet dann viel Zeit. Sie müssten viel zu lange fahren, um zu dir zu kommen. Das kostet dann viel Zeit. Was hältst du von der Aula an unserer Schule? Was hältst du von der Aula an unserer Schule? Ja, die wäre dafür auch gut geeignet. Ja, die wäre dafür auch gut geeignet. Aber dafür sollten wir die Erlaubnis unseres Schulmeisters einholen. Aber dafür sollten wir die Erlaubnis unseres Schulmeisters einholen. Einverstanden. Das machen wir. Die nächste Frage wäre, wann wir uns treffen. Die nächste Frage wäre, wann wir uns treffen. Einmal wird nicht reichen. Wir müssen uns schon öfters zum Üben treffen. Einmal wird nicht reichen. Wir müssen uns schon öfters zum Üben treffen. Ich schlage vor, dass wir uns jeden Tag, nach der Schule, für 2 Stunden treffen. Ich schlage vor, dass wir uns jeden Tag, nach der Schule, für 2 Stunden treffen. Damit wir alle Vorlesungen wiederholen können. Damit wir alle Vorlesungen wiederholen können. Und wenn jemand an einem Tag nicht kann, dann verpasst er nicht so viel. Wenn wir gleich am nächsten Tag wieder üben. Und wenn jemand an einem Tag nicht kann, dann verpasst er nicht so viel. Wenn wir gleich am nächsten Tag wieder üben. So hat jeder die Möglichkeit, viel zu lernen. So hat jeder die Möglichkeit, viel zu lernen. Stimmt, jeden Tag zu lernen ist schon notwendig. Stimmt, jeden Tag zu lernen ist schon notwendig. Es gibt ja bestimmt auch viele Fragen. Wann sollen wir denn anfangen? Es gibt ja bestimmt auch viele Fragen. Wann sollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, dass wir uns gleich morgen treffen. Ich würde sagen, dass wir uns gleich morgen treffen. Das heißt, wir müssen noch heute mit dem Schulmeister sprechen. Das heißt, wir müssen noch heute mit dem Schulmeister sprechen. Und uns noch die Erlaubnis einholen, die Aula dafür benutzen zu dürfen. Und uns noch die Erlaubnis einholen, die Aula dafür benutzen zu dürfen. Sicher, lasst uns das gleich machen. Sicher, lasst uns das gleich machen. Und hast du auch darüber nachgedacht, was genau wir gemeinsam lernen werden? Und hast du auch darüber nachgedacht, was genau wir gemeinsam lernen werden? Wir sollten auf jeden Fall die neuen Wörter wiederholen und die Grammatikübungen lösen. Wir sollten auf jeden Fall die neuen Wörter wiederholen und die Grammatikübungen lösen. Da stimme ich dir zu. Wir könnten uns in Zweierteams auch gegenseitig die Vokabeln abfragen. Da stimme ich dir zu. Wir könnten uns in Zweierteams auch gegenseitig die Vokabeln abfragen. Genau. Jetzt ist es aber schon ganz schön spät. Genau. Jetzt ist es aber schon ganz schön spät. Lass uns schnell beim Schulmeister wegen der Aula nachfragen. Kommst du mit? Lass uns schnell beim Schulmeister wegen der Aula nachfragen. Kommst du mit? Na klar, wir gehen gemeinsam hin. Na klar, wir gehen gemeinsam hin.
Und danach schreiben wir eine E-Mail an unsere Mitschüler. Und danach schreiben wir eine E-Mail an unsere Mitschüler. Damit sie Bescheid wissen, dass wir ab morgen gemeinsam lernen können. Damit sie Bescheid wissen, dass wir ab morgen gemeinsam lernen können. Was sagst du dazu? Alles klar, so machen wir das. Alles klar, so machen wir das. Super. Darauf freue ich mich schon sehr. Super. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich mich auch. Die Situation. Sie arbeiten heutzutage zu viel und brauchen unbedingt eine Pause. Sie möchten daher bald wieder zusammen in den Urlaub fahren. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wohin? Mit wem? Wann? Urlaubstyp. Was machen? Verkehrsmittel. Flug. Bus oder Zug, Unterkunft? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Sandra. Hallo Thomas. Wir haben uns schon lange nicht gesehen. Ja, hast du recht. Schön, dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht's sehr gut, danke. Was gibt's Neues bei dir? Das freut mich. Ich habe in einem Monat wieder eine Woche Urlaub. Echt? Da habe ich auch eine Woche Urlaub. Echt? Da habe ich auch eine Woche Urlaub. Wirklich? Wollen wir da vielleicht etwas zusammen mit Maria planen? Wirklich? Wollen wir da vielleicht etwas zusammen mit Maria planen? Ja, sehr gerne. Aber ich glaube, Maria kann das leider nicht mitmachen. Ja, sehr gerne. Aber ich glaube, Maria kann das leider nicht mitmachen. Aber wieso? Ihr Chef sagt, dass sie jetzt keinen Urlaub machen kann. Weil sie viel Arbeit haben, und keiner darf Urlaub machen. Ihr Chef sagt, dass sie jetzt keinen Urlaub machen kann. Weil sie viel Arbeit haben, und keiner darf Urlaub machen. Das ist schlecht. So, wann genau wollen wir denn wieder in den Urlaub fahren? Das ist schlecht. So, wann genau wollen wir denn wieder in den Urlaub fahren? Wie wäre es, wenn wir von 1. August bis 7. August in den Urlaub fahren? Was denkst du? Wie wäre es, wenn wir von 1. August bis 7. August in den Urlaub fahren? Was denkst du? Ja, das hört sich gut an. Und weißt du schon wohin? Ja, das hört sich gut an. Und weißt du schon wohin? Wir könnten doch nach Italien fahren. Was denkst du? Wir könnten doch nach Italien fahren. Was denkst du? Das ist eine gute Idee. Aber wo, in Italien? Das ist eine gute Idee. Aber wo, in Italien? Wir können diesmal in Venedig machen. Wie findest du das? Das finde ich super. Venedig ist eine der beeindruckendsten Städte der Welt und einzigartig in ihrer Bauweise. Ja, genau. Die Stadt Venedig ist bezaubernd und entstand auf mehr als 120 Inseln. Sie wurden
durch über 400 Brücken miteinander verbunden. Das stimmt. Wie kommen wir am besten in Venedig? Das stimmt. Wie kommen wir am besten in Venedig? Ich meine, welches Verkehrsmittel sollen wir denn nehmen? Hast du da eine Idee? Ich meine, welches Verkehrsmittel sollen wir denn nehmen? Hast du da eine Idee? Ich schlage vor, dass wir mit dem Bus fahren. Es ist nicht zu teuer, und wir könnten dadurch unterwegs viel sehen. Ich schlage vor, dass wir mit dem Bus fahren. Es ist nicht zu teuer, und wir könnten dadurch unterwegs viel sehen. Vielleicht hast du recht. Aber ich finde es besser, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen. Vielleicht hast du recht. Aber ich finde es besser, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen. Warum mit dem Flugzeug? Mit dem Flugzeug ist schneller, aber günstig ist es auch. Mit dem Flugzeug ist schneller, aber günstig ist es auch. Alles klar, ich bin einverstanden. Wo kaufen wir die Tickets denn? Alles klar, ich bin einverstanden. Wo kaufen wir die Tickets denn? Wir könnten die Tickets entweder online oder im Reisebüro kaufen. Was sagst du dazu? Wir könnten die Tickets entweder online oder im Reisebüro kaufen. Was sagst du dazu? Es wäre besser, wenn wir sie online kaufen. Es wäre besser, wenn wir sie online kaufen. Abgemacht, so machen wir es. Und wo können wir übernachten? Hast du da auch eine Idee? Abgemacht, so machen wir es. Und wo können wir übernachten? Hast du da auch eine Idee? Also, wir können gerne in einem Hotel übernachten. Also, wir können gerne in einem Hotel übernachten. Aber wollen wir Frühstück oder Halbpension buchen? Oder willst du vielleicht auswärts essen? Aber wollen wir Frühstück oder Halbpension buchen? Oder willst du vielleicht auswärts essen? Ich würde sagen, morgens können wir im Hotel frühstücken. Und mittags können wir unterwegs einen kleinen Snack zu uns nehmen. Abends können wir, aber dann, auswärts essen gehen. Ich würde sagen, morgens können wir im Hotel frühstücken. Und mittags können wir unterwegs einen kleinen Snack zu uns nehmen. Abends können wir, aber dann, auswärts essen gehen. Das ist ein guter Vorschlag. Was können wir dort unternehmen bzw. machen? Das ist ein guter Vorschlag. Was können wir dort unternehmen bzw. machen? Wir können uns zum Beispiel an einigen Tagen am Pool oder am Meer entspannen. Wir können uns zum Beispiel an einigen Tagen am Pool oder am Meer entspannen. An den anderen Tagen können wir Ausflüge unternehmen. An den anderen Tagen können wir Ausflüge unternehmen. Wir können auch noch einen Mietwagen buchen und beispielsweise die Städte Milano und Verona besichtigen. Was hältst du davon? Wir können auch noch einen Mietwagen buchen und beispielsweise die Städte Milano und Verona besichtigen. Was hältst du davon? Super. Außerdem können wir auch die Schifffahrt machen, am Strand liegen und viel lesen. Super. Außerdem können wir auch die Schifffahrt machen, am Strand liegen und viel lesen. Und natürlich können wir viele Sehenswürdigkeiten besichtigen. Und natürlich können wir viele Sehenswürdigkeiten besichtigen.
Dazu kommen zahlreiche Palazzi und Kirchen, Museen und Theater, verwinkelte Gassen und versteckte Plätze. Dazu kommen zahlreiche Palazzi und Kirchen, Museen und Theater, verwinkelte Gassen und versteckte Plätze. Sehr schön. Wie wird das Wetter im August in Venedig? Beziehungsweise wie ist die Prognose? Wie wird das Wetter im August in Venedig? Beziehungsweise wie ist die Prognose? Ja, wir werden die ganze Zeit Glück mit dem Wetter haben. Ja, wir werden die ganze Zeit Glück mit dem Wetter haben. Es wird wunderbar, warm, kein Wind, und wird angenehm mit durchschnittlich 30 Grad. Es wird wunderbar, warm, kein Wind, und wird angenehm mit durchschnittlich 30 Grad. Sehr gut. Sollen wir im Urlaub landestypische Speisen probieren? Sehr gut. Sollen wir im Urlaub landestypische Speisen probieren? Ja, selbstverständlich. Das sollten wir eigentlich jeden Tag machen. Ja, selbstverständlich. Das sollten wir eigentlich jeden Tag machen. Das Essen in den italienischen Lokalen ist sehr köstlich. Ich liebe die italienische Küche. Das Essen in den italienischen Lokalen ist sehr köstlich. Ich liebe die italienische Küche. Alles klar. Dann sehen wir uns morgen und besprechen alles weitere Ideen. Ist das okay für dich? Alles klar. Dann sehen wir uns morgen und besprechen alles weitere Ideen. Ist das okay für dich? Ja, es wird bestimmt ein wunderschöner Urlaub sein. Ja, es wird bestimmt ein wunderschöner Urlaub sein. Das glaube ich auch. Ich freue mich schon darauf. Das glaube ich auch. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Also, schönen Tag noch und bis morgen. Danke, ebenfalls und bis morgen. Die Situation. Sie möchten gerne gemeinsam, am Wochenende, eine Fahrradtour machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wo und wann das machen? Wer macht mit? Was mitnehmen? Essen, trinken? Was brauchen noch? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Thomas, schön dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch dich zu sehen. Wie geht es dir? Alles klar bei dir? Mir geht's leider nicht ganz gut. Wieso denn? Also, ich lerne schon für die Prüfung seit Tagen, aber ich kann mir nichts merken. Warum? Ist das so schwer, oder ist das zu viel für dich? Ja, es ist leider sehr schwer und kompliziert. Ich soll viele Sachen lernen, und ich habe leider nicht so viel Zeit. Die Prüfung ist übermorgen. Das kann ich verstehen. Aber machst du regelmäßig Pausen? Ja schon, aber das hilft mir auch nicht. Komisch. Vielleicht lernst du falsch? Ich glaube nicht, dass ich falsch lerne. Ich mache mir einfach so viele Gedanken über die Prüfung. Außerdem bin ich total gestresst und habe Angst davor. Oh je, mach dir keine Sorgen, und du sollst aber auch keine Angst haben. Im Notfall könntest du die Prüfung nochmal schreiben. Ja, da hast du recht.
Du Thomas, hast du Lust und Zeit am Wochenende, eine Fahrradtour mit mir und ein paar Freunden zu unternehmen? Du Thomas, hast du Lust und Zeit am Wochenende, eine Fahrradtour mit mir und ein paar Freunden zu unternehmen? Ja, gerne. Wie wird das Wetter am Wochenende bzw. wie ist die Prognose? Ja, gerne. Wie wird das Wetter am Wochenende bzw. wie ist die Prognose? Laut heutigem Wetterbericht wird es nächstes Wochenende schön und warm. Laut heutigem Wetterbericht wird es nächstes Wochenende schön und warm. Wir könnten auch ein Picknick zwischendurch machen. Wir könnten auch ein Picknick zwischendurch machen. Super. Ich habe schon lange keine Fahrradtour gemacht. Ich hätte wirklich Lust dazu. Super. Ich habe schon lange keine Fahrradtour gemacht. Ich hätte wirklich Lust dazu. An welchem Tag soll die Fahrradtour denn stattfinden? An welchem Tag soll die Fahrradtour denn stattfinden? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wie wäre es am Samstag? Wir könnten um 7 Uhr losfahren. Wie wäre es am Samstag? Wir könnten um 7 Uhr losfahren. Ist es nicht etwas zu früh, um diese Uhrzeit loszufahren? Ist es nicht etwas zu früh, um diese Uhrzeit loszufahren? Ich meine, samstags könnte man auch etwas später losfahren. Ich meine, samstags könnte man auch etwas später losfahren. Was sagst du? Ja, da hast du recht. An welche Uhrzeit denkst du denn? Ja, da hast du recht. An welche Uhrzeit denkst du denn? Ich glaube, es wäre besser um 9 Uhr. Ist das okay für dich? Ich glaube, es wäre besser um 9 Uhr. Ist das okay für dich? Ja, abgemacht. Das können wir auch machen. So können wir etwas länger schlafen. Ja, abgemacht. Das können wir auch machen. So können wir etwas länger schlafen. Genau. Hast du schon eine Idee, wohin wir die Fahrradtour machen wollen? Genau. Hast du schon eine Idee, wohin wir die Fahrradtour machen wollen? Ich denke, wir könnten durch den Wald fahren. Ich denke, wir könnten durch den Wald fahren. Da gibt es tolle Radwege. Außerdem sind wir dort mitten in der Natur und an der frischen Luft. Da gibt es tolle Radwege. Außerdem sind wir dort mitten in der Natur und an der frischen Luft. Was hältst du davon? Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns mal überlegen, was wir mitnehmen sollten. Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns mal überlegen, was wir mitnehmen sollten. Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall brauchen wir genügend Trinkflaschen. Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall brauchen wir genügend Trinkflaschen. Und für das Picknick sollten wir auch leckere Sachen zum Essen mitnehmen. Und für das Picknick sollten wir auch leckere Sachen zum Essen mitnehmen. Wie findest du das? Das finde ich ganz gut. Zudem benötigen wir eine Kamera zum Fotografieren. Das finde ich ganz gut. Zudem benötigen wir eine Kamera zum Fotografieren. Und wir benötigen auch eine Powerbank,
um unsere Handys aufzuladen. Und wir benötigen auch eine Powerbank, um unsere Handys aufzuladen. Da stimme ich dir zu. Wir brauchen auch eine Luftpumpe und Flickzeug, falls wir eine Reifenpanne haben. Wir brauchen auch eine Luftpumpe und Flickzeug, falls wir eine Reifenpanne haben. Ja, das machen wir. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir eine Erste-Hilfe-Tasche mitnehmen. Ja, das machen wir. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir eine Erste-Hilfe-Tasche mitnehmen. Ja, das ist schon wichtig, falls ein Unfall passiert. Ja, das ist schon wichtig, falls ein Unfall passiert. Ich hoffe, dass wir keinen Unfall haben. Ich hoffe, dass wir keinen Unfall haben. Ja, das hoffe ich auch, aber es ist auf jeden Fall besser, eine Erste-Hilfe-Tasche mitzunehmen. Ja, das hoffe ich auch, aber es ist auf jeden Fall besser, eine Erste-Hilfe-Tasche mitzunehmen. Was meinst du, sollten wir die Fahrräder nicht auch überprüfen lassen, bevor wir losfahren? Was meinst du, sollten wir die Fahrräder nicht auch überprüfen lassen, bevor wir losfahren? Ja, das sollten wir machen. In der Nähe von meinem Haus gibt es einen Fahrradmechaniker. Ja, das sollten wir machen. In der Nähe von meinem Haus gibt es einen Fahrradmechaniker. Zu ihm könnten wir hingehen. Wann sollen wir das machen? Wann hast du Zeit dafür? Zu ihm könnten wir hingehen. Wann sollen wir das machen? Wann hast du Zeit dafür? Wir können am Freitag zu ihm gehen, um die Bremsen und die Reifen überprüfen zu lassen. Wir können am Freitag zu ihm gehen, um die Bremsen und die Reifen überprüfen zu lassen. Passt das für dich? Aber, am Freitag ist Feiertag, da hat er geschlossen. Aber, am Freitag ist Feiertag, da hat er geschlossen. Lass uns am Donnerstag, nach der Arbeit zu ihm gehen. Lass uns am Donnerstag, nach der Arbeit zu ihm gehen. Und wir sollen auch nicht vergessen, das Licht kontrollieren zu lassen, falls es dunkel wird. Und wir sollen auch nicht vergessen, das Licht kontrollieren zu lassen, falls es dunkel wird. Ja, stimmt, wenn es im Wald dunkel wird, können wir ohne Licht nichts mehr sehen. Ja, stimmt, wenn es im Wald dunkel wird, können wir ohne Licht nichts mehr sehen. Wir könnten uns auch eine Halterung für die Trinkflaschen an unser Fahrrad montieren lassen. Wir könnten uns auch eine Halterung für die Trinkflaschen an unser Fahrrad montieren lassen. Dann brauchen wir nicht so viel Proviant in die Rucksäcke machen. Dann brauchen wir nicht so viel Proviant in die Rucksäcke machen. Und wir könnten dann auch während dem Fahrradfahren trinken, ohne anzuhalten. Und wir könnten dann auch während dem Fahrradfahren trinken, ohne anzuhalten. Das ist wirklich eine gute Idee. Der Fahrradhändler hat so etwas bestimmt da. Das ist wirklich eine gute Idee. Der Fahrradhändler hat so etwas bestimmt da. Also, treffen wir uns am Donnerstag, nach der Arbeit beim Fahrradhändler? Also, treffen wir uns am Donnerstag, nach der Arbeit beim Fahrradhändler? Ja, einverstanden. Ich freue mich schon darauf. Ja, einverstanden. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Jetzt habe ich einen Termin. Ich muss leider gehen.
Es ist schon spät. Ich mich auch. Jetzt habe ich einen Termin. Ich muss leider gehen. Es ist schon spät. Alles klar. Dann einen schönen Tag noch, und bis bald. Alles klar. Dann einen schönen Tag noch, und bis bald. Danke, ebenfalls und bis bald.